Mitte März wieder kalt geworden, so um die 0 Grad haben wir, ein eisiger Wind. Und ich gucke mal, ob die Dorsche endlich da sind. Die Skrei, also die atlantischen Dorsche, die waren schon da. Die sind meistens so Ende Februar bis Anfang März da und dann schwupps wieder weg. Und dann die normalen Fjorddorsche oder die sich hier mehr in der Region aufhalten, die laichen erst so Ende März bis Ende April. Und das ist so jetzt die Zeit langsam, wo man es antesten kann. Kann natürlich auch tote Hose sein. Schnell durch das Wasser warten. Schuhe sind nicht wasserdicht, ich mit anhab. Ich dachte, ich verzichte mal auf die Warthose. Ja, da vorne ist es doch recht flach, sodass ich heute an der Kante zum Tiefen keine Stiefel brauche, hoffe ich doch. Recht windige Bedingungen, was man ja auch in der Tonqualität hört. Daher einige Ergänzungen aus dem Off. So, mit der Reiseroute von Neuby und der Spinnrolle von Neuby. Route und Rolle hatte ich ja in vorangegangenen Videos bewertet, aber ein richtiger Fisch musste die Kombo noch testen. Normalerweise fische ich an dem Spot mit Gummifisch, aber bei dem Gegenwind schmeiße ich besser einen Blinker. Wobei der Gummifisch den Vorteil hat, dass er halt probiert werden kann. Das heißt, der Dorsch, der nuckelt da dran, man kann ihn auch nuckeln lassen und dann irgendwann den Anschlag setzen. Und beim Metallblinker, da ist das schon was anderes, da lässt er dann eher mal wieder los. Und raus das Eisen! Voll durchgezogen mit einem 65 Gramm Köder, die Rute hat bis 80 Gramm. Kommst du vielleicht 20 Meter raus? Ich glaube, da muss ich einen anderen Blinker nehmen. Ah, nee. Ich glaube, das war ein Ast. Und nicht nur der Gegenwind war ein Problem in diesen Abendstunden. Ja. Das war ein Ost. Der auflandige Wind hielt schon ein paar Tage an und hat einiges an Nahrung in die Bucht getrieben und vielleicht auch Dorsche, aber erschwerte natürlich die Angelbedingungen. Der Blinker war einfach zu flächig bei dem Gegenwind. Ich versuchte es mit einem schlanken Sand Eel Jig. Nee, auch nicht viel weiter. Bleibt sich gleich. Jetzt einen Gummifisch mit 40 Gramm Kopf probieren. Los geht's. Wie ich schon in meinen Videos zu Reiserouten sagte, die Steckverbindungen regelmäßig kontrollieren. Das ist bei mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mir da gar keine Gedanken drüber mache. Und bei dieser Route von Neuby ist es offensichtlich gar nicht so häufig nötig, denn die Steckverbindungen sitzen immer bombenfest, wenn ich sie kontrolliere. Ja, zu viel Gegenwind. Fliegt alles nicht sonderlich weit. Und wieder fing der Köder nur Tang und Seegras. Der 40 Gramm Kopf war offensichtlich zu schwer. Ich entschied mich also für einen Gummifisch mit Offset-Haken und 28 Gramm Bleikopf. Zwar noch kürzere Wurfweite, aber so sollte der Köder über den Boden laufen und weniger Kraut einsammeln. Auch unter diesen Bedingungen keinerlei Windknotenprobleme mit dieser Rolle. Ab hier mal ungeschnitten, ungekürzt weiter, damit ihr seht, auf was man alles achten muss. Trotz Wind und Wellen versuche ich zu fühlen und zu beobachten, wie der Köder langsam Richtung Boden fällt. Denn besonders bei Dorschen kommt es häufig vor, dass der Köder schon nach dem Auswurf im Fallen genommen wird. Wer in dieser Phase mit dem Nachbar quatschen oder sich eine Zigarette anstecken muss, verpasst den Fisch. Ja. Ja. Ui, da haben wir einen Dorsch. Ich hatte mitgezählt und es hätten eigentlich noch 4 Sekunden sein müssen, bis der Köder den Boden erreicht hätte. Ah, ein guter Dorsch sogar. Sieht sich ja wie ein Panzer, ey. Ich muss hier mit allem, was das Gerät aushält, ziehen, damit der Fisch nicht in 20 Kilo Tank verschwindet und schnell genug vom Boden weg an die Oberfläche kommt, damit die Schnur nicht an der Kante scheuert, die sich etwa 10 Meter vor mir befindet. Das ist ein richtig guter Dorsch. Dass ich hier mit einer 5-teiligen 80 Gramm Reiseroute und nicht mit meiner gewohnten 100 Gramm Route drille, ist mir in diesem Moment überhaupt nicht bewusst. Da kommt er. Ja. Guter Dorsch.
Das war der erste Praxistest mit dem neuen Tackle. Bald wird es sich mit schweren Seelachsen messen.